Ja, hallo liebe Lego-Fans, liebe Freunde des gepflegten Steine-Kommandierens. Hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie es der Titel schon gesagt hat, gibt es heute mal wieder einen Fortschrittsbericht zu meiner Unterwasserwelt, an der ich gerade baue. Im letzten Video hatte ich euch ja das Rahmending gezeigt, also da, wo das alles reinkommt. Und kurz danach habe ich mich dann auch einfach mal dran gesetzt und angefangen, an dem ersten Modul zu bauen. Modul bedeutet, ich habe hier unten insgesamt dann 6 Grundplatten, große 48×48er graue Grundplatten als Basis. Und jede Grundplatte ist für mich ein Modul, denn wenn man das später mal irgendwie auf einer Ausstellung platzieren will, sollte man das so bauen, dass man es modular auseinandernehmen kann, um dann halt das entsprechend gut transportieren und aufbauen zu können. Ja, heute wie gesagt das erste Modul, was ich euch vorstellen wollte, auch wieder aus gewohnter Perspektive. Im letzten Video hatte ich ja sehr viel Wackel, dafür entschuldige ich mich nochmal, aber das war halt in der Situation einfach nicht anders so, also was heißt, es wäre theoretisch anders vielleicht möglich gewesen, aber ich habe es dann so gemacht und ja, war vielleicht nicht ganz so geil, aber trotzdem. So, heute wieder aus gewohnter Perspektive und ich laber einfach schon viel zu lang. Wir gehen rein, ab und viel Spaß bei dem ersten Modul aus der Unterwasserwelt. So, hier ist also das erste Modul und nein, wir werden heute tatsächlich doch nicht ganz in der Perspektive bleiben, wie ich es versprochen habe, aber wir werden auf jeden Fall hier ordentlich was und das Ganze etwas ruhiger angehen. Ja, wir sehen hier das Modul einmal in der Komplettansicht. Ich fliege einmal drüber, damit ihr schon mal so einen groben Eindruck habt, was da alles auf euch zukommt. Und dann werden wir im Detail nochmal schauen, was da alles verbaut wurde und wie ich es gemacht habe. Ja, das ist sicherlich für den einen oder anderen auch interessant und dann werden wir da mal schauen. So, fangen wir mal an mit den Details, die ich alle verbaut habe. Hier unten in der unteren Ebene übrigens die Diskussion, ob Sandfarben oder graue Platten, die ist leider schon durch. Also ihr könnt gerne schreiben, dass ihr es besser gefunden hättet mit sandfarbenen. Es wird aber nichts mehr geändert, weil da habe ich schon alles für besorgt und hier werde ich damit weiterbauen. Unter dem blauen Licht, hier ist es sowieso egal, von daher. So, schauen wir mal hier unten. Hier haben wir ein bisschen Pflanzen und einen Taucher, eine Krabbe, die im Netz hängt und dort quasi so ein bisschen gefangen ist. Der Taucher fotografiert das gerade. Hier haben wir das Walskelett aus einem der U-Boot-Sets aus dem, vor ein paar Jahren gab es das ja. Hier hinten weiter haben wir noch ein bisschen ja, Korallen angedeutet. Ja, und hier oben habe ich so ein bisschen Seegras versucht nachzumachen mit diesen Bambusteilen. Ich finde es ganz gelungen, es macht sich auf jeden Fall ziemlich gut. Und das wollte ich gerne so dann auch belassen. So, dann habe ich hier eingebaut das Wrack. Und das ist relativ 1:1. Hier drin haben wir natürlich die Goldbarren in den Kisten. Hier haben wir den Taucher, der da fleißig am Werkeln ist. Hier oben haben wir noch einen Taucher. Ihr merkt schon, hier werden auch Serien gemischt und ich finde das gar nicht verkehrt. Ich habe tatsächlich, hier sieht man es ein bisschen, diese Funktion des nach vorne Kippens versucht abzufangen, weil ich eigentlich diese Funktion nicht mehr haben wollte. Ja, nach hinten geht es tatsächlich noch, aber nach vorne wollte ich es dann weg haben. So, hier haben wir noch eine Krabbe. Und ihr seht schon hier durchs Bild fliegen, ich sage jetzt schon fast fliegen, aber schwimmen die Rochen. Die habe ich hier auf diesen transparenten Fensterelementen aufgebockt und dann hat man wohl das Gefühl, wenn man weiter weg geht, dass die halt durch die Unterwasserwelt fliegen und das finde ich ziemlich cool. Ja, hier hinten haben wir noch ein bisschen mehr Pflanzengedöns und ich habe auch hier einige Sticker, die halt in den jeweiligen Sets drin waren, dran gelassen. Finde ich ziemlich cool. Macht auf jeden Fall was her. Ja, dann kommen wir hier zu so einem kleinen, ja, ist auch so ein bisschen Seegras, aber halt kleiner gewachsen. Da ist auch eine Krabbe, die sich versteckt. Und ein U-Boot, was da hinuntertaucht und ein bisschen erforscht. Dann haben wir hier einen ersten Versuch einer Koralle mit diesen Blumenelementen. Ich werde auch noch mal ein Video dazu machen, was man alles als Unterwasser Flora benutzen kann. Und ja, hier hinten habe ich das mit diesen neuen dreiblättrigen Teilen gemacht. Das ist auch ganz witzig. Ja, auch Ariel ist hier mit am Start. Finde ich ganz witzig, das noch so als Detail mit reinzubringen aus dem Polybag. Ja, sehr schön und natürlich diverse andere Pflanzenelemente. Hier diese grünen Büsche und generell überall diese Blätterteile. Ja,
Und das, wie gesagt, als grober Überblick über dieses Modul. Das ist halt das, was ganz hinten links in die Ecke kommt. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie habe ich es denn gemacht, dass das so funktioniert. Und dazu drehen wir dieses Modul einfach mal um und wenden uns dem Teil zu, den man natürlich nachher auch nicht mehr sieht. Und dann seht ihr schon, ich habe ganz viele von diesen Felselementen verwendet. Übrigens hier oben natürlich der Hai. Es werden auch noch Tiere kommen, also Fische und ähnliches wird hier noch kommen. Und ja, Felselemente, und da habe ich halt ganz viel mitgebaut. Diese Burbs und Lurbs und so weiter. Ja, und hier unten drunter, ihr seht es schon, ich habe eine große Platte, eine 32 x 32 hier oben genommen. Das ist diese da. Die ist allerdings, und da werde ich auch noch ein Video zu machen, nicht von Lego, sondern von einer Firma namens NextX. Und ja, die konnte ich aber super gut gebrauchen, weil die halt das Ganze nochmal wesentlich stabiler macht. Ja, und hier unten drunter seht ihr schon, haben wir Duplo kombiniert mit Lego und dem Ganzen halt entsprechend die Stabilität zu geben. Denn hier oben drauf, ihr seht es ja auch nochmal von hier, ist ja ordentlich was geboten. Und da muss natürlich unten gut Stabilität herrschen. Und ja, das habe ich halt, wie gesagt, versucht mit diesen Duplo-Steinen hier unten hinzubekommen. Und es ist wirklich stabil. Also es kann man gut tragen, dieses Element. Und ja, das Ganze, ich drehe es einmal nochmal um diese Seite, dann habt ihr vielleicht auch nochmal einen anderen Eindruck. Hier oben übrigens nochmal das Element, wo Ariel zu finden ist. Überall so ein paar bunte, also ein paar andersfarbige Steine, um es ein bisschen interessanter zu machen. Und hier unten, wie gesagt, die Duplo-Steine, und dann geht es weiter. Hier wackelt schon das U-Boot gut vor sich hin. So, mal gucken, wie gut das nachher, muss ich es halt vielleicht einen Stud nach vorne setzen, weil hier hinter ist ja quasi dann die Grenze, und da kommt ja dann ist ja dann quasi die Begrenzung nach hinten. Aber da habe ich noch was ganz Spezielles, das gibt es dann in einer der nächsten Ausgaben. Ja, und dann sind wir auch schon wieder vorne angelangt. Und ja, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, was ihr davon haltet. Könnt mir gerne auch Tipps und Vorschläge noch machen, was ich hier alles machen soll. Es werden, wie gesagt, insgesamt noch 5 weitere Elemente kommen. Und diese werden halt dann auch entsprechend gestaltet, und da kann ich natürlich einiges vielleicht von euren Ideen noch unterbringen. Die grobe Gestaltung, da ist schon alles in meinem Kopf soweit drin, aber was so die Details angeht, bin ich natürlich gerne sehr gespannt, was ihr mir da noch alles vorschlagt. Ja, das, wie gesagt, das erste Modul. Ja, das war das erste Modul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, was ich noch alles machen könnte, haut mir die unten in die Kommentare, aber seid bitte dann nicht böse, wenn ich vielleicht das ein oder andere nicht umsetze. Ich finde es super, wenn ihr da Ideen reinpostet, aber nicht alles kann und will ich dann umsetzen, weil es mir dann vielleicht selber nicht so ganz gefällt. Aber ich werde auf jeden Fall über alles nachdenken und auch diverse Dinge ausprobieren und dann entscheiden, was ich davon nehme. Ganz genau. Ich bin schon mega gespannt, wie es weitergeht. Ich habe schon diverse Ideen, was ich alles noch machen will und was da alles reinkommt. Seid auf jeden Fall mal gespannt. Es werden jetzt in den nächsten Wochen definitiv einige Videos kommen dazu, weil ich jetzt einfach an diesem Projekt weiterarbeite und da voll die Energie reinstecke. Deswegen seid auf jeden Fall mal gespannt. Ja, wie gesagt, wenn das Video dir gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, gerne die Glocke erstes abonnieren, dann die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch nichts mehr, wie es weitergeht mit der Unterwasserwelt, denn das wird großartig, ich sag's euch. Da passiert so einiges. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage bis bald.